Stopp! Erstmal eine Richtigstellung. Diese Bilder vom Morgenturnen stammen nicht aus Tokio, sondern aus Ulm im Bundesland Baden-Württemberg, Deutschland. Doch zuerst Grüezi und herzlich willkommen. Wir wollen es etwas ruhiger angehen. Schlendern durch Ulm, bestaunen Sehenswürdigkeiten wie das Ulmer Münster, begutachten die vielfältigen Auslagen in den Schaufenstern, würdigen die Fachwerkhäuser in der Altstadt, relaxen an der Donau und einiges mehr. Und ja, natürlich, fitnessbewusst sind die Leute hier in Ulm auch. Auf geht's! Der erste Besuch gilt natürlich dem Ulmer Münster, allerdings werden an diesem aktuell umfangreiche Sanierungsarbeiten ausgeführt. Das führt leider dazu, dass der Münsterturm bis Ende 2021 geschlossen bleibt. Weitere Infos dazu wie immer unten im Video. Aber zum Glück lassen sich Bilder erhaschen, ohne die doch, sagen wir mal, etwas herb wirkenden Bautafeln. Das im gotischen Baustil errichtete Ulmer Münster ist die größte evangelische Kirche Deutschlands. Bereits 1377 wurde mit dem Bau begonnen, vollendet wurde er 1890. Architektonisch sehr schön das moderne Stadthaus von Ulm und rechts im Vordergrund der historische Löwenbrunnen. Und mit 161 Metern Höhe ist das Münster der höchste Kirchturm der Welt. Immerhin ganze 4 Meter höher als der Kölner Dom. Festzuhalten ist allerdings, dass das Münster kein Dom ist. In Ulm gab es nie einen Bischof oder einen Landesfürsten. Das Münster ist eine Bürgerkirche. Allein die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bauten es. Bis heute ist das Münster das Wahrzeichen von Ulm. Die Wengenkirche, die eigentlich St. Michael zu den Wengen heißt, ist eine römisch-katholische Stadtpfarrkirche in der Stadtmitte, die aus dem historischen Wengenkloster hervorging. Der Beiname zu den Wengen bedeutet in den Wiesen. Der Unternehmer Siegfried Weishaupt und seine Frau haben in mehr als 50 Jahren eine hochkarätige Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst aufgebaut, die in dem vom Münchner Architekten Wolfram Wöhr errichteten Privatmuseum der Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Eröffnung des Gebäudes erfolgte nach Abschluss der Arbeiten zum Aufbau der Ausstellung am 24. November 2007. Okay, morgen ist auch noch ein Tag. Gute Nacht, vielleicht träumen wir vom Münster. Guten Morgen, wir sind bereits unterwegs. Heute wollen wir als erstes durch die Ulmer Gassen ziehen und die vielen Verkaufsläden näher betrachten. Die Ulmer Innenstadt ist mit ihren kurzen Wegen ein Kundenmagnet. Kleines Beispiel gefällig, die Hirschstraße gehört mit rund 9000 Passanten pro Stunde zu den besucherstärksten und beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands.
Raritäten sind natürlich auch vorhanden. So zum Beispiel die Bäckerei Zeiser, die als einzige Backstube in Ulm das Ulmer Zuckerbrot mit Malaga-Wein, Rosenwasser und Gewürzen anbietet. Seit 6 Generationen wird in der Herrenkellergasse dieses beliebte Hefegebäck hergestellt. Jeden Mittwoch und Samstag treffen sich die Ulmer und Ulmerinnen und heute auch wir am Wochenmarkt auf dem Münsterplatz. Die Vielfalt und auch die Qualität der angebotenen Waren ist enorm. Ein pures Vergnügen für jeden Käufer und jede Käuferin. Das ist natürlich schon eine ganz tolle Kulisse mit dem Münster im Hintergrund. Das Ulmer Rathaus, erbaut im Renaissance-Stil, ist bekannt für seine Fresken und seine astronomische Uhr an seiner Fassade. Die Mechanik der Uhr wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1952 erneuert. Heute beherbergt das Rathaus im Erdgeschoss ein außerordentlich feines italienisches Restaurant, das La Fontana, absolut empfehlenswert. Die Baugeschichte des Rathauses, die übrigens bereits im 14. Jahrhundert begann, gestaltete sich recht lebhaft. Architektonisch besonders erwähnenswert sind die schönen Stufengiebel. Links neben dem Rathaus ist die Glaspyramide der Stadtbibliothek Ulm ersichtlich. Die Bücherei besteht als eine der ältesten öffentlichen Bibliotheken in Deutschland schon seit 1516. Ja, mit einer solchen Fassade vor Augen schmeckt ein Kaffee noch besser. Im Fischer- und Gerberviertel, also in der tatsächlichen Altstadt von Ulm, am Donauzufluss der Blau, befinden sich viele aus dem Mittelalter stammende respektive auf sie verweisende Bauten. Zum Beispiel die Garnsiede auf der Blauinsel, die Lochmühle oder das Gerberhaus, die heute gastronomisch genutzt werden. Weiter bemerkenswert ist das Schiefe Haus, im 14. Jahrhundert erbaut, heute ein Hotel, welches als schiefstes der Welt gilt.
Wir können uns kaum satt sehen an den wunderschönen Bauten. Oftmals werden die Häuser praktisch umspült von der Blau. Sehr idyllisch anzusehen. Kein Besuch in Ulm ohne einen Spaziergang auf der Stadtmauer. Die 1480 errichtete Stadtmauer mit Promenadenweg und Originalelementen aus dem 11. Jahrhundert eignet sich hervorragend für einen leicht erhöhten Spaziergang der Donau entlang. Wahrscheinlich ist es eher selten, dass an einem so schönen Tag wie heute die Mauer von Besuchern derart spärlich frequentiert wird. Die Herdbrücke erlaubt einen herrlichen Blick der Donau entlang hin zum Metzgerturm rechts. Die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern verläuft hier genau in der Mitte der Brücke, die in Neu-Ulm übrigens Marienstraße-Brücke heißt. Genau dahin wollen wir, zur Donau. Der Weg führt uns direkt unter den Metzgerturm, der bereits 1349 errichtet worden war. Aktuell neigt sich der Turm um satte 2,05 Meter nach Westen. Und noch eine etwas schiefe Legende, eventuell sogar schiefer als der Turm. Metzger sollen in einer Notzeit das Volk mit zu kleinen Würsten betrogen haben. Als ihnen deshalb die Todesstrafe angedroht wurde, fielen die eher dicklichen Herren vor Schreck alle um. Offenbar derart orchestriert, dass der Turm darob aus dem Lot geriet. Der Blick zurück auf den Metzgerturm bestätigt die angesprochene Schieflage des Turms. Mit diesen Bildern von der wunderschönen Donau bleibt mir noch, dir fürs Zuschauen ganz herzlich zu danken. Teile und abonniere einfach meinen Kanal und wichtig, drücke die Glocke, dann verpasst du keinen meiner Filme. Auch für deinen Kommentar bedanke ich mich bei dir. Wir sehen uns bald wieder, bleib munter!